Ja, mein Name ist Falk Vosshagen, ich bin 44 Jahre alt, das ist unser Sohn Martin und wir leben und wirtschaften hier auf der wunderschönen Insel Fehmarn. Wir haben einen Ackerbaubetrieb mit Sauenvermehrung, Jungsaunvermehrung und Schweinemast. Wir haben in dem Ackerbau Weizen, Gerste, Raps, Silomais und Körnermais. Dann haben wir noch Zuchtsauen, mit denen wir Jungsauen produzieren für andere landwirtschaftliche Betriebe, die auf diesem Standort aufgezogen werden und dann von hier aus vermarktet werden. Den Betrieb haben wir 2008 übernommen von meinen Eltern. Meine Frau und ich bewirtschaften diesen Betrieb mit unseren beiden Söhnen. Und seit 2008 entwickeln wir den Betrieb immer weiter in Richtung Jungsaunvermehrung, regenerative Energien, Photovoltaik und Windkraft und auch letztendlich im Ackerbau, wo der Ackerbau dann als Grundlage für das Futter für die Schweine ist. Mein Herz schlägt für die Landwirtschaft. Ich arbeite gerne mit der Natur, in der Natur. Ich bin groß geworden in der Landwirtschaft. Das liegt mir alles sehr am Herzen und man kann sich sehr entfalten, wenn man kreativ ist und man kann letztendlich sich entwickeln. Und so ist es für mich eine große Freude, diesen Betrieb zu bewirtschaften und immer weiterzuentwickeln. Man kann seine Ideen quasi entwickeln und kann damit eben für die Zukunft etwas gestalten. Wir haben hier eine Siloanlage gebaut mit 5 Fahrsilos, 2 größere Fahrsilos für Silomais und 3 kleinere Fahrsilos für Körnermais, der feucht verschrotet wird. Aktuell sind die Fahrsilos ziemlich leer. Wir haben noch eine Restmenge an Silomais, was wir jetzt noch bis zur nächsten Ernte verfüttern. Und ab September wird dann der erste Silomais wieder eingelagert. Die ersten 2 Fahrsilos, die großen, werden wieder gefüllt. Und Ende September, Anfang Oktober, vielleicht auch Mitte Oktober, wird dann der Körnermais geerntet und wird dann auch in die 3 kleinen Fahrsilos eingebracht. In den Entwicklungen dieser Siloplatte ist es so gewesen, dass ich mir bekannte Berater gefragt habe, die Erfahrung haben mit Firmen, die Siloplatten herstellen oder die Betriebe kennen, die eben auch Siloplatten schon gebaut haben, weil ich da sehr unerfahren war, habe ich auf diese Information zurückgegriffen und da habe ich dann quasi die Empfehlung bekommen, mich an die Firma Bosch Beton zu wenden und das habe ich dann auch getan. Bei der Anlieferung war es so, dass im Vorwege ein Großteil der Elemente zu uns auf den Betrieb gebracht worden sind, dort zwischengelagert worden sind. Dann haben wir mit den Erdarbeiten begonnen, haben die Vorbereitungsmaßnahmen für die Wände gemacht, haben die Tragschicht gebaut. Dann wurden die Silowände aufgestellt. All das zusammen hat im Grunde sehr gut geklappt, weil die Abstimmung mit der Firma Bosch Beton war super. Wir sind dort eben gut betreut worden und der Ablauf war sehr gut. Tja, wie sieht mein Betrieb in 10 Jahren aus? Ich denke, der Betrieb in 10 Jahren wird sicherlich noch etwas klein bisschen größer sein. Wir werden in dem Bereich Tierwohl uns noch betrieblich sehr viel verändern, um dort eben den gesetzlichen Rahmenbedingungen auch Genüge zu werden und werden auf dem Sektor den größten Teil der Entwicklung sicherlich machen.